Hallo und herzlich willkommen zu diesem nach langer Zeit mal neuen Video. Ich weiß, ich habe jetzt seit 2,5 Jahren gut kein neues Video mehr gebracht, da ich mir dachte, ich habe jetzt für den Pro Seat nicht mehr so viel vorzustellen, insbesondere nachdem es das Facelift gab und dort ein paar Änderungen natürlich vorhanden waren, die ich euch nicht zeigen kann. Aber nun gibt es mal wieder ein Thema, das mich eigentlich seit Kauf des Autos interessiert hatte, wie man denn die Öltemperatur anzeigen kann. Insbesondere, wie man das auch auf Android Auto machen kann. Dazu habe ich jetzt eine App gefunden, beziehungsweise bei Motortalk im Forum hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Das habe ich dann auch getestet, weil jahrelang habe ich es mit Torque versucht. Auch Torque Pro hatte ich, aber das konnte man erstens nur am Handy oder Tablet anzeigen. Ich habe jetzt auch noch keine Möglichkeit gefunden, das auf Android Auto anzuzeigen. Car-Scanner hatte ich auch schon die ganze Zeit installiert. Das ist mir aber nie aufgefallen. Aber inzwischen scheint es zu gehen, beziehungsweise ich zeige es euch ja jetzt, dass es geht, dass man sich die Öltemperatur und auch andere Messwerte, die man per OBD-Schnittstelle bekommt, auch hier auf dem Display direkt im Auto anzeigen kann. Somit braucht man kein Handy oder sonstiges, das man nebenbei noch als Anzeige nutzt für diese Messwerte. Als allererstes brauchen wir dafür einen OBD2-Stecker. Ich zeige euch einfach mal kurz hier im Video, wie meiner aussieht. Den habe ich schon seit über 10 Jahren. Den habe ich schon bei den letzten 2 Fahrzeugen genutzt. Damit kann man, wie gesagt, die Messwerte auslesen. Man kann auch Fehlercodes anschauen und löschen. Aber viel mehr ist damit auch nicht möglich. Und das ist ein ganz normaler ELM327 OBD2 Adapter. Findet man bei Amazon oder bei sonstigen. Meinen kann ich leider nicht mehr verlinken. Wie gesagt, der ist über 10 Jahre alt und ist so nicht mehr verfügbar. Aber im Zweifel schaut mal bei den Bewertungen und so weiter, bei den Produkten, ob die so funktionieren. Aber normalerweise sollte es da keine Probleme sein. Als nächstes brauchen wir aus dem Play Store die Car-Scanner App. Hier ist es so, es gibt Car-Scanner und Car-Scanner Pro. Da kann ich euch mal die Preise einblenden. Ich habe mir jetzt die Pro-Version geholt, da es doch ein paar Punkte gab, wo er dann immer gesagt hat, ist nur im Pro verfügbar. Es war auch mal kurz bei den Öltemperaturwerten so. Und das hat mich dann genervt. Und ich sage mal, für 5,99 für immer ist es ein Preis, der okay geht. Vor allem mit den Möglichkeiten, die man dann hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gesehen, die Car-Scanner-App gibt es auch für Apple iOS. Ob das jetzt so auf Apple CarPlay auch funktionieren sollte, kann ich euch leider nicht sagen, da ich nur Android-Geräte besitze. Aber ich will es euch ja mit Android und Android Auto vorstellen. Ich möchte euch nun kurz einmal zeigen, wie ich die Car-Scanner-App eingestellt habe. Beim ersten Öffnen kommt ein Einrichtungsassistent, der euch gewisse Daten abfragt, Werte, Einheiten und so weiter. Dann könnt ihr den OBD2-Adapter verbinden. Den müsst ihr natürlich einmal mit dem Handy verbinden über Bluetooth und dann in der App auswählen. Und das Wichtigste ist das Verbindungsprofil. Das zeige ich euch einmal nebenbei jetzt am Handy. Dazu gehe ich nochmal bei mir in die Einstellungen. Ich bin jetzt nicht mit dem OBD-Adapter verbunden, sonst habe ich nicht alle Möglichkeiten beim Verbindungsprofil. Das ist hier der OBD2-Adapter. Ist per Bluetooth verbunden, heißt hier OBD2 bei mir nur. Funktioniert, wenn er hier drin ist, dann bei mir ohne Probleme. Und dann ganz wichtig, das Verbindungsprofil. Hier kann man sich dann entsprechend sein Fahrzeug raussuchen. Ich gehe nochmal zurück. Und für den Kia Ceed, CD, Pro Seat, X Seat mit dem 1,6 Liter Motor gibt es hier ein entsprechendes Profil. Da kann man dann, wenn man im Dashboard ist, dazu gehe ich einmal kurz wieder auf Verbinden, dass er sich mit dem OBD-Adapter verbindet. Wichtig ist hier auch die Zündung einzuschalten, dass er alle Werte bekommt. Man sieht hier nun das Dashboard. Dort kann man sich eine eigene Seite programmieren, einstellen. Ich habe jetzt einfach die Kühlmitteltemperatur, CVVT-Temperatur, das ist die Öltemperatur, die Einlasstemperatur, Motordrehzahl, Inhalt Kraftstofftank, dann die Cut-Temperaturen vom Bank 1, Sensor 1. Es gibt, glaube ich, keinen anderen. Und hier Kraftstoffdruck eingebunden. Mehr brauche ich jetzt nicht. Alternativ gibt es hier noch andere Seiten, vorgefertigte,
wo er entsprechend Werte anzeigt. Hier auf dem Handy ist es so, hier hat man diese optische Ansicht mit dem Tacho oder feste Werte. Ich glaube, man kann auch Balken und so weiter auswählen. Das haben wir im Auto dann nicht. Im Auto sieht es dann so aus, man geht hier in die Car-Scanner-App, hat hier oben einmal seine Verbindung. Hier sagt er dann auch, ist verbunden, und unten die FIN vom Fahrzeug. Mehr sieht man hier nicht. Als nächstes kommt dann schon das Dashboard. Und hier ist es so, hier werden einem keine Tacho oder sonstigen Elemente, grafischen Elemente angezeigt. Hier wird wirklich nur der Text mit dem entsprechenden Wert angezeigt. Und hier auf meiner anpassbaren Seite habe ich es so gemacht, erst die Kühlmitteltemperatur, dann die CVVT, Öltemperatur und als nächstes die Cut-Temperatur. Ich stehe jetzt hier gute 10-15 Minuten schon und in der Zeit ist das Öl von 85 auf 55 Grad jetzt gesunken, die Cut-Temperatur auch von 600 auf 300. Man sieht ja auch, dass es jetzt noch ein bisschen runter geht. Mehr ist es am Ende gar nicht. Jeder kann sich das natürlich dann persönlich so einstellen, wie er es braucht. Ihr könnt das ja auch alles testen. Klar, ihr müsst jetzt einen OBD2-Adapter kaufen, wenn ihr das machen wollt. Die sind, glaube ich, nicht teuer. 15-20 Euro könnte es die schon geben. Ansonsten braucht man die App, die ist erstmal kostenlos. Da müsst ihr dann auch schauen, reichen euch die Features so? Klappt das mit der CVVT-Temperatur oder nicht? Bei mir hat er dann hier immer eingeblendet, nur in Pro. Dann habe ich es mir dann halt doch geholt, weil ich finde es ganz spannend, hier immer die Öltemperatur zu verfolgen, dass man weiß, wann der Motor warm ist, wann man ein bisschen Gas geben kann. Und auch mit dem Cut ist das super interessant, weil am Start dreht der Motor erstmal hoch auf 1500 Umdrehungen, bevor er dann langsam runter geht. Da sieht man auch, dass das ja gemacht wird, dass die Cut-Temperatur schnell steigt, damit die Schadstoffe nicht so hoch sind nach dem Motorstart. Ist ganz interessant zu verfolgen. Und ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Da bin ich circa schon 10-15 Minuten dauerhaft 160 gefahren. Da ist es dann tatsächlich so, dass das Öl auch mal auf 108 Grad hochgeht. Kühlmitteltemperatur, ich habe das Bild jetzt nicht vor Augen, war glaube ich bei 83 Grad. Und dass sich das dann so einpendelt. Cut-Temperatur, je nachdem wie stark man Gas gibt, beschleunigt, wie viel Last auf dem Motor ist, geht auch mal auf bis zu 900 Grad hoch. Ansonsten pendelt sich das natürlich ein und der Motor verwaltet es selbst seine Temperaturen. Ja, mehr habe ich erstmal, glaube ich, nicht zu zeigen. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Weitere Videos werden erstmal nicht kommen. Ist jetzt so ein ausnahmsweise Video quasi, dass ich euch das einfach mal mitteilen wollte, dass es diese Möglichkeit für die Öltemperatur gibt, auch direkt hier auf dem großen Display im Auto anzuzeigen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum vielleicht nächsten Mal.